Wir stiegen, nachdem wir unser Gepäck umgeladen hatten, sofort in eine Taxe. Die Fahrt bis zur Grenze führte direkt am Meer entlang. Obwohl die Sonne gerade unterging, konnte ich mich an der goldenen Szenerie nicht erfreuen. Frank nahm noch einen letzten Schluck Bier aus der Flasche. Danach stiegen wir aus und schleppten unsere Gepäckstücke über die Grenze. Wir mussten ein paar Mal gehen, alles auf einmal konnten wir nicht tragen. Die jordanischen Zöllner empfingen uns freundlich. Salam alaikum, alaikum salam. Dabei legten sie die rechte Hand aufs Herz, was ich als besonders schöne Geste empfand. Sie waren geradezu euphorisch über den arabischen Namen unseres Sohnes in meinem Pass. Allah wurde gepriesen und Frank mit Abu Talal und ich mit Talal angeredet, also Vater und Mutter. Mit tiefen Verbeugungen wurden wir verabschiedet. Dann kamen wir an die saudische Grenze. Die Zöllner beäugten uns misstrauisch. Scheinbar erweckte das viele Gepäck ihren Argwohn. Alles wurde geöffnet, auch die Kaffeedosen, in denen das Schweineschmalz war. Frank erklärte, dass es Creme für das Baby sei. Danach musste ich das Baby aus seinem Korb nehmen und die Männer hoben die Matratze, Decken und die Kissen in die Höhe. Schließlich wandten sie sich von uns ab. Urplötzlich hatten sie das Interesse an uns verloren. Nachdem wir unseren Stempel im Pass hatten, öffneten sie den Schlagbaum. Weitere Hunderte von Kilometern lagen vor uns. Versuch zu schlafen, bat mich Frank, nachdem ich mich in die Sitze seines Firmenwagens, den er direkt hinter der Grenze geparkt hatte, fallen ließ. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich war völlig übermüdet und fütterte das Baby mit der kalten Milch. Bisher war mir Schlaflosigkeit unbekannt gewesen. Im Krankenhaus war ich ungehalten, wenn die Schwester mich zu früh weckte. Sobald sie das Zimmer verlassen hatte, schlief ich weiter und verschlief sogar das Frühstück. Aber jetzt war an Schlaf nicht mehr zu denken. Hellwach saß ich neben Frank und auch der atemberaubende Sternenhimmel beruhigte mich nicht. Mit der Zeit veränderte sich das Wetter. Der Himmel zog sich zu. Es wurde windig und Frank erzählte von den heftigen Sandstürmen, die in letzter Zeit durch das Camp gefegt wären. Es gab keine Straßenmarkierung, kein Licht. Noch dazu trübte der feine Sand in der Luft die Sichtweite. An manchen Stellen mussten wir Schritt fahren, weil extreme Sandverwehungen die Räder durchdrehen ließen. Um Mitternacht erreichten wir endlich das Camp. Es war stockfinster, kein Licht brannte. So trostlos hatte ich es nicht in Erinnerung. Leo begrüßte mich freudig, strich aufgeregt um meine Beine und beschnupperte das Baby. Ich war endlich wieder zu Hause, in meiner vertrauten Umgebung angekommen. Als Konstantin in der Wiege lag, nahm Frank mich in den Arm, Habibi, und zeigte mir, dass er in der Zwischenzeit eine Badewanne organisiert hatte, die nun neben der Dusche im Badezimmer stand. Ich konnte nicht schlafen. Unruhig wälzte ich mich im Bett hin und her. Als ich endlich einschlief, weinte das Kind, weil es Hunger hatte. Als ich gegen Morgen eine Katze schreien hörte, war ich wie erschlagen. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.